open with prayer. Lass uns mit Gebet öffnen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Ja, wir möchten dir danken, dass du uns dein Wort öffnen möchtest. Und dass du uns die Zukunft durch die alten Wege lehren möchtest. Wir möchten dich bitten, dass du unseren Verstand und unser Herzen öffnen mögest, damit wir es auch erhalten. Sodass wir auch in die Lage versetzt werden, es auch umzusetzen. Und wir bitten dich um deine Engel, dass sie gesandt werden, um das Öl in uns zu gießen. Wir bitten um einen Segen und bitten darum in Jesu Namen. Amen. What's that? Okay, so the end of the world consists of 4 fractals, if you want to look at it that way. Also das Ende der Welt besteht aus 4 Fraktalen, wenn man das so benennen möchte. Okay, so begins here in 1989. Es fängt hier mit 1989 an, 1996 1996, to 9/11. dann der 11. September. Where does it bring us to in time? Und wohin bringt uns das dann hier im Typus gesehen? Okay, little time of peace, right? Eine kleine Zeit des Friedens. Right, and then next fractal begins 2014. Right, Midnight Cry, Civil Sunday Law. Das nächste Fraktal fängt hier dann mit 2014 an bis zum zivilen Sonntagsgesetz. Brings us to. Und das bringt uns dann wohin? It brings us to the little time of peace, right? Zu einer kleinen Zeit des Friedens. So then we have the Sunday Law, the Midnight Cry, and the final review. This is for the church, right? Dann haben wir hier das Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung als nächstes Fraktal. Das ist der Test für die Gemeinde. Then we have a little time of peace. Dann haben wir wiederum eine kleine Zeit des Friedens. And lastly, you have the Sunday Law, the Midnight Cry, and the final review, which is the close of all human probation, right? Und dann haben wir im letzten Fraktal nochmal Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung. Und das ist dann dort das Ende der gesamten Menschheitsgeschichte. Okay, so Der genauen Zeit für alle. out of this, right, there are 3 fractals. Out of this? Yeah, out of this, there's 3 fractals, right? Aus diesem kann man hier 3 Fraktale entnehmen. Right? So, it's all based upon the 7 thunders, right? Und die basieren alle auf den 7 Donnern. Right? So, here's our reform line from 1989 down to the Civil Sunday Law, right? Also hier ist unsere Reformlinie von 1989 bis zum zivilen Sonntagsgesetz. Okay, and when you do it this way, there's the next reform line from this is the time of the end, right? This would be the time of the end, right? Das ist die Zeit des Endes und das wäre die Zeit des Endes der nächsten Reformlinie. Right, takes you to
the end, right? Und das bringt dich dann hier in dieser Reformlinie hier zum Ende. Takes us to the time of the end where you have the last reform, right? Das bringt dich dann auch hier zur Zeit des Endes. Das ist dann die letzte Reformlinie hier. Right? So when you get to this part that we're in now, right, it's our final test, but it's where a messenger's been raised up for the church here, right? Und wenn wir jetzt hier zu unserem Teil kommen, markiert das dann hier für uns in der Bewegung hier den finalen Test. Aber hier für die Gemeinde markiert es hier die Aufrichtung eines Botschafters. Right? And likewise here, this Sunday law is the final test for the church, but it's where it's the raising up of a messenger for the world, right? Und gleicherweise ist dann hier, ist der finale Test dann hier für die Gemeinde, diese Sonntagsgesetzkrise. Aber es ist dann auch hier in der letzten Reformlinie für die Welt ein Aufrichten eines Botschafters. Right? Oh, you can see that. Right. So go to John chapter 3. Gehen wir jetzt zu Johannes Kapitel 3. Now, the reason why I think that there is some confusion in bringing some of these things together Ich glaube, der Grund dahinter, dass es ein wenig Verwirrung gibt, wie man diese ganzen Sachen zusammenbringen muss, is because when you take one of these portions, right, one of these smaller fractals, these 4 of them that we were talking about, dieser Grund liegt darin, dass wenn man diese kleinen Fraktale, also diese 4 Teile hier nehmen würde, they are parallel to the bigger one, right? kann man dann ja sehen, dass sie parallel sind zu der größeren Darstellung, Right? zu einer kompletten Reformlinie. So just as from the time of the end to the final review is 2 times of trouble, you also have in the smaller one 2 times of trouble, right? Genauso wie hier zum Beispiel diese 2 Sonntagsgesetze 2 Zeiten der Trübsal darstellen, hat man dann auch in einem kleineren Fraktal auch dieses selbe Muster 2 Zeiten der Trübsal. So it's all about understanding where our second birth is, right? Es geht letztendlich immer darum, dass wir verstehen, wo unsere zweite Geburt markiert ist. Okay, no, go here, right? In chapter 3 and verse 3. Gehen wir zu Johannes 3, Vers 3. It says, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And in verse 5, Und Vers 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Right? So, it's speaking about 2 anointings. Es spricht hier über 2 Salbungen. Okay, so let's take our reform line here from 1989 to the Civil Sunday Law, right? Lass uns jetzt hier unsere Reformlinie anschauen, von 1989 bis zum zivilen Sonntagsgesetz. And it's a parallel to the birth of Christ to the cross, right? Und das wäre ja in den Reformlinien eine Parallele von der Geburt Christi hinab bis zum Kreuz. Or from 1798 to October 22nd, right? Oder von 1798 bis zum 22. Oktober. It's a repeat of the first and second angels' messages in order that God can have a people to take his church through the third, right? Also das ist ja eine Erfahrung unter der ersten, zweiten Engelsbotschaft, eine Wiederholung davon, damit Gott jetzt ein Volk hat, das er dann die dritte Engelsbotschaft geben lassen kann. So let's just take a line and take these verses. Christ says, unless a man be born of the water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom, right? Lass uns jetzt hier diese Verse nehmen und das betrachten, was Jesus hier sagt. Es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren ist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen oder eintreten. Right? Okay, so question I want to ask you. Where's, on this line here, just take the whole reform line, right? Where's the water baptism? Also auf dieser Linie jetzt hier, wenn wir die gesamte Reformlinie betrachten würden, wo ist die Wassertaufe markiert? At 9/11, right? Am 11. September. So, right here, you have
water baptism. Also right? hier haben wir jetzt die Wassertaufe markiert. Now, if you line that up with Christ's line, when he got baptized, what did it represent? Und wenn man das jetzt mit der Reformlinie Christi vergleichen würde, als er getauft worden ist, was hat das dargestellt? No, it represented the second birth, right? Es hat die zweite Geburt dargestellt. Is it a contradiction? Wäre das jetzt ein Widerspruch? No. That's what, but I'm asking you to explain, is it a contradiction? Give me the answer why it's not a contradiction. Gib mir die Antwort, warum das kein Widerspruch ist. Denn in Gottes Wort gibt es ja keinen Widerspruch. Okay, it's at the end of the fractal. So what's at the beginning of the fractal? Also es ist Okay. das Ende dieses Fraktals. Also was wäre dann am Anfang des Fraktals? Die erste Geburt. Okay. So the principle is you have to be born twice, right? Das Prinzip ist, dass man zweimal geboren werden muss. But I want us to understand that this is your first birth. This is your first experience of this fractal, right? Ich möchte euch verstehen lassen, dass das hier die erste Geburt ist, in dem Sinne, dass es die erste Erfahrung ist in diesem Fraktal. And once you have this first birth, right, which is typifying the second birth, where do you enter into? Und sobald man diese erste Geburt hier hat, was auch die zweite Geburt vorausschattet, wo wirst du hineinkommen oder wo wirst du hineintreten? The land, right? In das Land. Okay. So keep that in mind. So where would be the second birth? Haltet das bitte in Erinnerung. Wo wäre dann die zweite Geburt? For the whole group, for the group, not for individuals, Für right? die gesamte Gruppe, jetzt nicht auf Individuen bezogen. Right here, the civil Sunday law, Das wäre right? jetzt hier im zivilen Sonntagsgesetz. Patterns just repeat. This is would be the outpouring of the latter rain, right? Das Muster wiederholt sich einfach. Das wäre jetzt hier die Ausgießung des Spätregens. So when you get here, so now this is why this is the time of the end, right? Where you have a first birth, but this is now your what? Second birth, right? Also in dem Fraktal wäre es dann hier die Zeit des Endes, wo du die erste Geburt hast. Und hier am Ende hättest du wieder die zweite Geburt. Right? And God now has a people filled with the Spirit to go teach, right? Und der Herr hat jetzt hier ein Volk, das gefüllt ist mit dem Heiligen Geist, das vorwärts gehen kann, um hier zu lehren. But he had to take them through their two births, right? Aber er muss sie letztendlich durch diese zwei Geburten führen. But on the bigger fractal, right? This is your first birth, this is your second birth, right? Aber auf dem größeren Fraktal ist das hier deine erste Geburt und das ist deine zweite Geburt. So you have to see that at two different levels, Deswegen, du musst das aus zwei verschiedenen Ebenen anschauen. right? So, for instance, right? If you look at these three fractals, right? So here you have the movement. Also wenn wir uns jetzt hier diese drei Fraktale anschauen, hier, das wäre jetzt die Bewegung. What does every single one of those groups have to go through? Durch was muss jeder dieser einzelnen Gruppen jeweils gehen? It's the first test. Yes, that's Zwei true. But Geburten, explain ja. it. Aber erklär das bitte ein bisschen. So you make answers, but you're not really understand what you're saying, or maybe not. But I made this point, right? Every group goes from here to here. So what does it encompass? Also jede Gruppe geht ja von hier bis hier. Also was schließt das alles mit ein? Zwei Trübsal. Okay, one time of trouble, Yes. two times of trouble, right? Zwei Zeiten der Trübsal. Erste und die zweite. First birth, second birth, right? Erste Geburt, zweite Geburt. So this right here, it's the second birth for the church on a big scale, right? Second birth for the movement on a big scale, but it's the first birth for the church, right? Also das hier wäre jetzt auf der großen Betrachtung hier die zweite Geburt für die Bewegung, aber es ist für die Gemeinde, es ist hier die erste Geburt. This would be their first birth.
Das zivile Sonntagsgesetz wäre für die Gemeinde die erste Geburt. It would be their 9/11, right? Es wäre ja ihr 11. September. Right? And likewise for the world, this would be their 9/11, their baptism, Und right? gleicherweise für die Welt wäre das hier der finale Untersuchung ihr 11. September. Right? Die erste Geburt, And die Taufe. what did we ascertain is happening in this time period? Und was haben wir herausgefunden? Was findet hier in diesen kleinen Zeiten des Friedens jeweils statt? What are you doing? Was tust du dort? You're giving a message, right? Ja, du musst dort eine Botschaft geben. You're baptizing people, right? Du taufst dort Leute. The point I'm making, you're how many people here came into the movement after 9/11? Also wie viele Leute von euch kamen hier in diese Bewegung nach dem 11. September? Yes. All of us, right? Ich denke, alle von uns. We were all brought in this first birth, this anointing that happened after 9/11, right? Wir sind alle sozusagen in diese erste Geburt hier hereingebracht worden. Diese Salbung, die hier am 11. September stattfand. And we're now going through our experience of the second birth, right? Und wir gehen jetzt durch unsere Erfahrung der zweiten Geburt. Okay, you get where I'm going, right? Und ich glaube, ihr werdet nachher noch besser verstehen, wo ich eigentlich hingehen möchte mit diesen Gedanken. So, Christ, when he was baptized, where did he go? Christus, als er getauft wurde, wo ist er hingegangen? In the wilderness Er ist in die Wüste gegangen. for 40 days, right? Und zwar für 40 Tage. Right? Richtig? So, pattern just repeats, right? Das Muster, das wiederholt sich einfach. It's marking a time where it's a preparation time for your test, right? Es markiert hier eine Vorbereitungszeit für deine Prüfung. Okay, so John, let's just take John, right? John would be standing here, right? Also lass uns jetzt Johannes anschauen. Er würde hier stehen. Now there's many illustrations you can place John at many different points you can place John at there, right? Also man kann Johannes an vielen verschiedenen Punkten platzieren. In Revelation 17, John is standing at the end of the 1260, right? Und damit meine ich, dass zum Beispiel in Offenbarung 17 Johannes am Ende der 1260 steht. What's he just gone through? Or what has just taken place there? Und was hat gerade hier stattgefunden? The experience that takes you to your first birth, Die Erfahrung, die dich letztendlich zu deiner ersten Geburt geführt hat. right? Richtig? And he's saying that this is the past, we're now in the present, but we've now got to look forward to that experience repeating, right? Also er sagt dann, das hier ist die Vergangenheit, das ist die Gegenwart und wir müssen vorwärts schauen auf die Erfahrung, die sich dann hier wiederholen würde. I think that's right. Yes. Okay. Everybody get the point, right? Kann jeder dem Punkt folgen. It's just a constantly repeating pattern, right? Das ist einfach ein sich beständiges Wiederholen dieses Musters. God's dealing with man is ever the same. Das Handeln Gottes mit den Menschen ist stets dasselbe. Okay. Where do I want to go now? Right. So now, if John, but this waymark, right, is also marking the August 11th, 1840, right? Nun, diese Wegmarke basierend hier auf Johannes markiert ja auch den 11. August, oder auf der Reformlinie markiert hier den 11. August 1840. Right. So in that sense, John would be looking back to 1798 down to 1840, right, and it's pointing forward to the point right. How do I explain that? Also in diesem Sinne würde Johannes ja jetzt hier am 11. August 1840 stehen und er würde zurückschauen auf 1798 bis 1840 und er würde dann vorwärts
Weisen und das ist jetzt noch For instance, John at this point is fraglich, wie ich told das to erklären soll. eat the little book. Also Johannes wird ja hier gesagt, dass er das kleine Buch essen soll. But the next time you see John, he's standing at this point where he's told to seal up the little book. Aber right? die nächste Szene in Offenbarung 10 ist ja dann, dass er hier steht und ihm wird aufgetragen, das kleine Buch zu versiegeln. Right? Richtig? Book open, book closed. Buch geöffnet, Buch versiegelt. Okay? Now, we've got a bit confused with that because this waymark, you can parallel with this waymark, right? Wir sind ein bisschen verwirrt geworden dadurch, denn diese Wegmarke kann man parallel setzen zu dieser Wegmarke. And what I think you have to understand, for one group it's open, for the other group it's closed, depending on which group is being represented, Und right? ich glaube, was wir dahinter verstehen müssen, ist, für eine Gruppe ist es geöffnet, für die andere Gruppe ist es aber versiegelt, je nachdem, welches Fraktal wir uns anschauen. You get my point? Könnt ihr meinen Punkt verstehen? Don't nod your heads and then go later and say, well, we didn't understand what you said, right? Also So if you don't understand, ask, right? nickt nicht und dann geht nachher und kommt und sagt, ich habe das gar nicht verstanden, sondern fragt lieber, falls das nicht klar war. So you mean the 9/11 is open for the movement? 9/11, there is a book that's been opened up for the movement, right? Also am 11. September ist hier ein Buch für die Bewegung geöffnet worden. Right? But when it gets here, it's closed up, right, at this point. Aber wenn man dann hier zum zivilen Sonntagsgesetz kommt, wird es versiegelt. It's closed for the movement. It's closed for the movement, but it's opened up now for the church, right? Es wird jetzt hier geschlossen für die Bewegung, es wird aber geöffnet für die Gemeinde. So it's like this open and closed door. For one group, the door is closed, and for another group, it's opened, right? Es ist wie mit dieser geschlossenen, offenen Tür. Für eine Gruppe ist die Tür hier geschlossen, für eine andere ist sie aufgetan. Now, the point I'm trying to get, even though you can parallel those lines, you must keep in mind that depends which group you're referring to as what events are pertaining to them, right? Also den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wir, auch wenn wir diese ganzen Linien parallel setzen können, müssen wir immer schauen, diese Ereignisse hier, die hier stattfinden, auf welche dieser Gruppen, die da jeweils markiert sind, bezieht sich das eigentlich? Now, okay, now I want to go back to this point that I was talking about yesterday. Und jetzt möchte ich zurückkommen zu dem Punkt, den ich gestern erwähnt habe. Go to 1 Samuel 17. Gehen wir jetzt zu 1. Samuel 17. Now, I have no problem if this is incorrect. But the reason why we look at these things, we have got to prove all things and hold fast that which is good, right? Also ich habe jetzt kein großartiges Problem, dass wenn ich jetzt hier die Sachen noch falsch verstehen sollte. Aber das Konzept ist ja, dass wir alles prüfen müssen und das Gute davon behalten sollen. Right? That's what the Bible says. Right? Das sagt die Bibel ja. So, now, before we read chapter 17, Und bevor wir jetzt Kapitel 17 lesen, go to chapter 16. gehen wir zunächst zu Kapitel 16. 1. Samuel 16. Now, chapter 16 is all about David being anointed. Und Kapitel 16 handelt davon, wie David gesalbt wird. Now, when David got anointed here, did he receive the crown? Und als David jetzt hier gesalbt wurde, hat er dort die Krone erhalten. Und bei Promise. No, right? Nein, hat er nicht. Also nur per Verheißung. Okay, so when Christ gets baptized, which is marked in this way, Mark, what did he become? Als Christus hier gesalbt wurde, an dieser Wegmarke, zu was wurde er? Okay, right, I'm glad your mind is on the right direction. Er wurde Then zu dem Gesalbten. he became the anointed one, Er wurde right? der Gesalbte. But in the big fractal, it's only marking the first birth, right? Aber im großen Fraktal markiert das ja jetzt hier nur die erste Geburt. Even though it typifies the full outpouring of the Spirit, right?
ganz gleich, dass es hier an sich auch die volle Ausgießung des Heiligen Geistes vorausschattet. So he became the anointed one, but he said to Nicodemus, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom, right? Also er wurde hier zu den Gesalbten, hat dann aber zu Nikodemus gesagt, es sei denn, ein Mensch wird neu geboren oder von Neuem geboren, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. So here, these two births, right? But it was Im only Englischen ist typified. es ein weiteres Mal geboren. But it was only the first one typifying these two temple cleansings, right? Deswegen diese Darstellung hier, diese zwei Geburten, schattet einfach nur hier diese zwei Tempelreinigungen voraus. It wasn't until the cross that it was done, right? Das war nicht bis zum Kreuz, bis dann letztendlich alles vollbracht war. Right? There it was completed. Da ist es dann abgeschlossen worden. Okay. So, David, what I want to suggest is when Christ gets anointed, he goes into the wilderness for 40 days, right? Und als Christus hier gesalbt worden ist, ist er dann für 40 Tage in die Wüste gegangen. David is a type of Christ, Und right? David ist ein Typus für Christus. He gets anointed in chapter 16, but he's not got the crown yet. Er wird gesalbt hier in Kapitel 16, aber er hat die Krone hier noch nicht. And what do we see in the very next chapter? Und was sehen wir dann im nächsten Kapitel, also Kapitel 17? Goliath strutting up and down for 40 days, right? Goliath geht dort auf und ab für 40 Tage. Now, I want us to remember that if we take this fractal, right? Also wenn wir uns jetzt hier dieses Fraktal anschauen, Right, and I put here midnight, ich würde dann jetzt hier noch Mitternacht hinzufügen. because that's where we're just before at the moment, right? Da stehen wir kurz vor dieser Wegmarke. Where is the cross? Wo ist da das Kreuz? The midnight cry, right? Am Mitternachtsruf. The midnight cry is the center point, right? Der Mitternachtsruf ist diese zentrale Wegmarke. And we were showing that the 1260, and I hope everybody can see this on the camera, goes to the cross, right? Und wir haben gezeigt, dass die 1260 hier bis zum Kreuz geht und ich hoffe, dass das auf der Kamera noch gut zu sehen ist. Right? So there is the midst of the week, right? Also das wäre jetzt hier die Mitte der Woche. And this is marked by, this is the little time of peace, Und das ist die kleine Zeit des Friedens hier. that's marked by 25, from the 5th day of the 4th month to the 1st day of the 5th month, right? Und zwar vom 5. Tag des 4. Monats hinab bis zum 1. Tag des 5. Monats. So what's it a symbol of? Also was steht das, für was steht das symbolisch gesehen? What's the 25 in relation to the 1260? Also was ist die 25 in Bezug auf die 1260? It's a piece that's cut short, right? Es ist ein Teil, der abgeschnitten worden ist. So basically, persecution finishes, but you're still in the time period where that power is ruling, right? Oder abgekürzt worden ist. Es ist also eine Zeit, in der du bist, aber hier diese verfolgende Macht, die wurde hier verkürzt. Now, so, however, John's in Revelation 17, right? Wie dem auch sei, Johannes steht hier in Revelation 17. Offenbarung 17. It's at the end of the 1260, Das ist right? am Ende der 1260. Because we know that even though you have this 1260 going to the cross and a 1260, this period from here to here is also there, right? Also auch wenn wir hier diese Darstellung der 1260 haben, von hier bis hier, wissen wir, dass auch von hier bis hier eine 1260 zu markieren ist. We've shown that with other lines, right? Das haben wir mit anderen Linien gezeigt. So take this illustration, we just put it on the bigger fractal, right? Wenn wir jetzt diese Darstellung nehmen und auf das größere Fraktal übertragen, So this 1260 here is this one here, right? wäre diese 1260 hier, diese 1260 hier. And this one going from here to here is this, right? Und diese 1260 wäre dann diese 1260.
So what do you have here? Was haben wir also folglich hier? The portion that's cut short, right? Das ist jetzt hier dieser Teil, der dann verkürzt worden ist. Right? So, now, if John's standing here, and there's the end of the 1260, what's rising up? Und wenn Johannes jetzt hier am Ende der 1260 steht, was kommt hier dann auf? The United States, right? Dieses lammähnliche Tier, die USA. And that statue, right, or this, that statue is an illustration of the United States, right? Und dieses Standbild ist ja eine Darstellung der USA. Because the woman sits upon the statue, sits upon each one of those entities on there, right? Weil die Frau, die sitzt ja auf dieser Statue, auf jedem dieser Mächte aus dieser Statue dort. The woman is not the statue, but she sits on it, right? Die Frau ist nicht die Statue, aber sie sitzt dort drauf. The statue is the kings, Und die Statue, steht die Könige da. right? Okay, so No question. Because Sister White says that the feet, right, they are out of iron and clay. This is representing church and state. yes. Zur Frage noch zu dem Punkt, denn in den Füßen ist ja aus Eisen und Ton ist vermischt und Ellen White sagt, dass steht die Vermischung von Kirche und Staat da. Clay is already somehow part of the statue. How would we explain this then? Well, that's okay, but the point is that it says the 7 heads, right? Yes. And the 7 heads are 7 kings. Yes. Also es steht ja, dass es 7 Köpfe gibt und die 7 Köpfe sind 7 Könige. And the 5th king is diverse from all the others, right? Und der 5. König ist unterschiedlich von all den anderen Königen. And we explained this, that this is the one that represents the woman, it explains the woman, what it means when the woman is sitting on the kings, right? Und can you repeat this? Why do you bring that question up right now? We don't need to go there. No, we'll go there now. Revelation 17. Offenbarung I mean, 17. I understand this part with 17. I was just referring to you said that these statues just the king, so I wanted to say so. Okay. Yeah, no, Fine with that. the Pope is a king. Also der Papst ist ein König. He has a coat of arms. The Vatican is a state. It's recognized sovereignty. Also er hat halt einen Gerichtshof und all diese Sachen. Er ist eine anerkannte, eigenständige Macht, Nation. So the reason why it's diverse is it is a church state, but it's still a sovereignty nonetheless. Der Grund dafür, dass es halt verschieden ist, ist, dass es ein Kirchenstaat ist, aber es dennoch unabhängig als Nation markiert. It has to borrow an army though, right? Und es muss sich immer eine Armee ausleihen. All the other kings had their own armies, right? Alle anderen Könige hatten immer ihre eigene Armee. This was what made it different. That's why you have iron and clay marked in that 5th kingdom. Das hat es so unterschiedlich gemacht, deswegen haben wir Eisen und Ton in diesem 5. Reich markiert. Okay, it's a combination of this church state, which is a kingdom in itself, and a borrowed army from the rest of the empire, right? Also das ist eine Kombination von Kirche und Staat und diese Armee, die geliehen wird von dem restlichen Reich. Okay, but it says in Revelation 17, here is the mind that hath wisdom, the 7 heads are 7 mountains upon which the woman sitteth, right? Offenbarung 17 steht, dass es letztendlich diese 7 Häupter sind 7 Könige, auf denen die Frau sitzt, also Vers 9. Okay. Anyway, I don't want to get too much into that, but the point I want to get is when you come to 1798, 5 are fallen and 1 is, right? Also wenn wir zu 1798 kommen, sind es hier 5 gefallen und einer ist. Nice. Right? And she then goes into this wilderness for 70 years, right? Und die Frau geht ja in die Wüste für 70 Jahre. Right? The 40 is a wilderness, the 70 is a wilderness. Also die 40 ist eine Wüste, die 70 ist eine Wüste. Why is there a little time of peace now? Und warum gibt es da eine kleine Zeit des Friedens? Because church and state have been separated, Weil right? Kirche und Staat dort getrennt worden sind. So, when you get to the 25 years cut short, does it mean that
papacy is still not there. Also wenn du zu diesen 25 Jahren kommst, die abgeschnitten sind, bedeutet das, dass das Papsttum da nicht mehr ist? No, it just means that they're not being persecuted from this point forward, right? Es bedeutet einfach, dass Gottes Volk nicht, ab dieser Zeit nicht mehr verfolgt wird durch diese Macht. So, just one second, Philip. Can you parallel these two thoughts? The 70 years where she's in captivity and the 25 years cut short. Und kann man diese zwei Gedanken parallel setzen, diese 70 Jahre, wo das Papsttum in Gefangenschaft ist, und die 25 Jahre, die abgekürzt worden sind? Yes, why? What do they both represent? Ja, was stellen sie denn beides dar? Jedes Mal. They both represent a time period where you're able to take the gospel forward without being persecuted, right? Beide stellen eine Zeitspanne dar, wo du in der Lage bist, das Evangelium vorwärts zu bringen, ohne dass du verfolgt wirst. Now, when John goes back to the beginning of the 1260 in 538, right? Also wenn Johannes hier an den Anfang der 1260 kommt, in 538, Who gave its power seat and great authority to the Pope? wer hat dort den Sitz, die Autorität und die Kraft dem Papst gegeben? Rome. Pagan Rome, right? Das war das heidnische Rom. Now, but that's not the point. Pagan Rome is the one that gave its power, seat, and great authority to the papacy, right? Also das heidnische Rom war die Macht, die diese drei Sachen dem Papsttum gegeben hat. Now, that nation, how did it begin? Und wie hat diese Nation angefangen? It's a lamp. Is what? Sorry. It's a lamp because it's a republic. Okay, it began as a republic, right? Hat als eine Republik angefangen. But it was just a disguise, right? Aber es war einfach nur eine Verkleidung. How do we know that that's just a disguise? Woher wissen wir, dass das einfach eine Verkleidung war? Because when you go back in history, you see that they gave this pretension of always wanting to help nations, but when they went to help nations, they then conquered them and put them under tribute, right? Also in der Geschichte hat Rom immer vorgegeben, anderen Nationen nur helfen zu wollen, aber wenn sie sich dann darauf eingelassen haben, hat Rom sie erobert und hat sie unter Tribut gestellt. And Rome grew and grew and multiplied and became this huge empire, right? Und Rom ist dann immer weiter gewachsen und wurde letztendlich dieses große Kaiserreich. And it was a oppressive nation, right? Und Rom war eine unterdrückende Nation. So, the United States, has it spoke like a dragon yet? Hat die USA bereits schon wie ein Drache gesprochen? But is it an oppressive nation? Also die USA hat noch nicht wie ein Drache gesprochen, aber ist sie dennoch eine unterdrückende Nation? Has been for a long, long time, right? Ja, schon seit einer langen, langen Zeit. What it does is it claims to be the world's policeman, claiming to help nations, right? Also was sie tut, sie gibt vor, diese Weltpolizei zu sein und anderen Nationen zu helfen. And goes to fight on their behalf and then makes great demands upon them, right? That if they don't uphold the demands, withdraws all their support and help, so this nation then becomes reliant upon the United States, Also right? es führt Krieg im Namen anderer Nationen und wenn dann diese Nationen letztendlich, denen sie geholfen haben, nicht dann diese ganzen Forderungen erfüllen, die die USA an sie stellen, dann ziehen sie diese Hilfen einfach wieder zurück und die Nationen sind deswegen abhängig von den USA. Go to Daniel chapter 4. Gehen wir zu Daniel Kapitel 4. Hopefully I can get to this point. Also, it's all Okay, verse 11. Daniel 4, Vers 11. It says, the tree, which is Babylon, grew and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the sight thereof to the end of all the earth. The leaves thereof were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all the beasts of the field, had shadow under it, and the fowls of the heaven dwelt in the boughs thereof, and all flesh was fed of it.
How many nations rely on the United States? Also im Englischen ist jetzt Vers 11 bis 12, im Deutschen kann es eine andere Verszahl sein. All, right? Wie viele Nationen hängen davon ab? Alle Nationen. So Clovis, right? He prefigures the United States. Chlodwig erstattet die USA voraus. What did Clovis receive, right? First, Und was hat Chlodwig am Anfang erhalten? baptism. Eine Taufe. And he became the firstborn of the papacy, right? Und er wurde dieser Erstgeborene des Papsttums. Right here when he rises up, right? Genau hier, als er aufkommt. Because Clovis marks the beginning when he becomes this firstborn. Chlodwig markiert nämlich diesen Anfang, wo er der Erstgeborene wird. It's the counterfeit anointing right here, right? Das ist diese gefälschte Salbung genau hier. Right? So he goes forwards. So Clovis, how did he bring all those other nations to agree to give their power to the papacy for the 1260? How did he do that? Also er geht jetzt vorwärts und wie hat er es geschafft, dass alle anderen Nationen jetzt dem Papsttum ihre Macht gaben? Force, he tried to convince them first. It was, I can't remember the exact words, but it was by force, by coercion, and by Alliances. alliances, right? Es war durch Zwang und Allianzen und Kapitulationen und solche Sachen. So they were using any means possible to bring those nations together as one, right? Also sie haben alle möglichen Mittel angewandt, um diese Nationen als eine zusammenzubringen. Right? Richtig? So, since the inception of the United States, that's what we've seen, right? And you can see how Trump bullies those other nations, right? Und das kann man auch sehen mit diesem Aufkommen der USA, letztendlich wie zum Beispiel auch Donald Trump jetzt die ganzen anderen Nationen sozusagen rumschubst. So I want to suggest David gets anointed, right? And then he's now this experience where Goliath, who has this false anointing, the United States, is now walking up and down, or maybe shouldn't use that expression, but he's here before them for 40 days, right? Was ich vorschlagen möchte, ist halt hier, wie David hier diese Salbung erhält. Und das ist auch, wo die USA in dem Sinne jetzt hier aufkommt und dann für 40 Tage hier rumläuft. But they're not fighting, right? It's just a display in this time period. It's like threats and etc. etc. Aber da gibt es jetzt keinen Kampf, sondern es ist einfach nur sozusagen ein Ausdruck von Drohungen und all solche Sachen. No, I want to help us to understand this, that at the end of this experience, David goes to confront Goliath, right? Und am Ende dieser Erfahrung, da konfrontiert dann David den Goliath. And if you were with me, we were talking about this yesterday, and he comes in and he's given armor to put on, right? Und er kommt ja da und ihm wird dann eine Rüstung gegeben. Because this test right here is prefiguring this test right here, your final test, right? Denn dieser Test hier schattet ja den finalen Test hier dann voraus. Right? You must have on the whole armor of God, right? Du brauchst ja dort die gesamte Rüstung, die angezogen sein muss. David didn't want the literal armor. He says it's not been proved. He had on the armor of God, right? Und David wollte aber nicht diese buchstäbliche Rüstung haben, die war nicht geläutert, sondern er brauchte die Rüstung Gottes. And he chose 5 smooth stones, right? Und er hat 5 geschliffene Steine dann ausgewählt. How many disciples did Christ take to the marriage of Cana? Und wie viele Jünger hat Christus zur Hochzeit von Kana gebracht? 5, right? 5. It's marking the same point prophetically, Das right? markiert prophetisch gesehen denselben Punkt. It's where he does his first miracle. Und das ist, wo er das erste Wunder tut. Okay, and anyway, the point is, God teaches us line upon line, right? Und Gott lehrt uns ja Linie auf Linie. So, the story of the 12 spies, right? Wenn wir uns die Geschichte der 12 Spione anschauen, Where did they just come from? wo kamen sie? Wo kamen sie her?
No, they hadn't just come from. the land. Sorry? Promised land. No. Okay, the story of the 12 spies, they come to Rephidim. Where did they just come from? Kadesh Barnea. Oh, they came from Rephidim to Kadesh Barnea. Thank you. Kadesh Barnea. So where did they just come from? Also, Where were they at prior to that? wo waren sie davor? They were at Mount Sinai, right? 11 days previous to this. Davor waren sie am Berg Sinai. What had they just experienced? Und was haben sie gerade erlebt gehabt? Yeah, Baptism. yes, in some sense, right? They had just had this, the Lord had just manifested His power, this glorious manifestation of the power of God, right? Also der Herr hat dort seine herrliche Manifestation der Macht Gottes zur Schau gestellt. Right. So they come and they're at a point now, they're at Kadesh Barnea and they're just about to enter into the what? Also sie sind jetzt hier in Kadesh Barnea und sie sind kurz davor, wo einzutreten. Promised land. Right, they're just about to enter into the land, right? Sie stehen kurz davor, in das Land einzutreten. But what did they ask the Lord to do, right? Aber was fragen sie den Herrn? Was sollen sie tun? They asked them to go spy out the land, right? Sie fragen ja, das Land vorher noch auszukundschaften. Right? Richtig? Yeah, so you obviously don't know the story. They asked if they could go spy out the land. The Lord granted them and says, yes, take one from each tribe, right? Sie haben den Herrn um Erlaubnis gebittet, das Land vorher auszukundschaften und der Herr hat dann gesagt, ja, nimm einen Spion von jedem Stamm. Okay, so they then go into the land, and how long are they in the land? Sie gehen dann in das Land und wie lange sind sie dort im Land? 40 days, right? 40 Tage. Okay, so now, okay, so what I want to suggest is you have a parallel story here, right? They come to the borders of the land. Also was ich vorschlagen möchte, dass es hier eine Parallelgeschichte ist. Man kommt hier zu den Grenzen des Landes. And they go into the land for 40 days, right? Sie gehen dann in das Land für 40 Tage. And what do they see in the land while they're there for the 40 days? Und was sehen sie in dem Land während diesen 40 Tagen? Giants, Sie sehen dort diese Riesen. right? What is Israel seeing day after day for 40 days? Was sieht Israel hier Tag nach Tag für 40 Tage? This giant, right? Diesen Riesen. But at the end of the 40 days, what happens? Aber am Ende der 40 Tage, was passiert dort? No, there's a rebellion takes place, Da findet eine Rebellion statt. right? And there's 12 spies, right? And what happens? They're separated two classes, right? Und da sind 12 Spione und was passiert da? Es findet eine Trennung statt in 2 Klassen. So are the Sister White parallel the 10 virgins to the 12 disciples? Nun setzt Ellen White die 12 Jünger mit den 10 Jungfrauen gleich? Yes, she does, right? Ja. So the 5 foolish she likens unto Judas, for instance, right? Die 5 Törichten, sie vergleicht sie zum Beispiel mit Judas. Okay, and the point is you have these 12 spies come back and there's a rebellion takes place and there's a separation, right? Also man hat diese 12 Spione, die zurückkommen und dann findet eine Rebellion statt und man hat eine Trennung. The biggest majority are frightened of the giant, but Caleb and Joshua says, no, we're well able to go up and take it, right? Also der Großteil hat Angst vor diesen Riesen, aber Kaleb und Josua sagen, nein, wir sind sehr wohl in der Lage, das Land einzunehmen. This is David, right? Sie stellen David dar. David represents Christ, right? David stellt auch Christus dar. Right? And he picks up 5 smooth stones, Und er nimmt diese 5 geschliffenen Steine auf. representing the wise. Die stellen die Klugen dar. Joshua and Caleb represent the wise. Josua und Kaleb, sie stellen die Klugen dar. And they go forward and they believe that they can take these giants by faith, right? Sie gehen vorwärts und glauben dann, dass sie in der Lage sind, diese Riesen im Glauben dann zu bezwingen. Okay, what had the Lord promised Israel prior to those spies going into the land? Und was hat der Herr dem Israeliten
versprochen, bevor sie in das Land eingetreten sind. He would send hornets before them. Dass er Hornissen vor sie vorne wegschicken würde. And what are the nations likened unto? Und womit werden die Nationen verglichen? Bees, Mit Bienen. right? Then remember where it is? It's in one of the Psalms, right? Kann sich jemand erinnern, wo das steht? Irgendwo in den Psalmen. Do you remember where it is? Just type in bees in your thing. I mean, the nations are like these. It's just type in bees. I mean, there's Psalms 12. Yeah, okay. What does It it say? says they compass me about like these. Yeah, okay. Who compasses God's people about? Welcher Psalm ist das? 118. Yeah, that's the one. Psalm 118, da steht, sie haben mich umlagert wie Bienen. Christ. Right, where it says they compass me like those. No, I'm not asking that. I said, who encompasses God's people about? Oh, Also- says Wer umlagert Gottes Volk? Es ist die Nation, Cestus. Cestes. Cestes is a representation of the nations, right? Cestus ist eine Darstellung der Nation. Okay, so the nations are likened unto bees. Die Nationen werden hier wie Bienen verglichen. What do hornets do to bees? Was tun Hornissen mit den Bienen? Chop their heads off, right? Sie beißen denen den Kopf ab. What did David do to Goliath? Was hat David mit Goliath getan? Chopped his head off, Er hat right? seinen Kopf abgeschlagen. There are two parallel stories, right? Das sind zwei Parallelgeschichten. They're both marking this point where you're on the verge of going into the promised land, right? But they lack faith, right? They lack faith, so they have this experience here Das ist for hier, 40 days. du bist hier in dem Sinne an der Schwelle zum verheißenen Land, aber hier mangelst du dann Glauben und dann hat man noch diese Erfahrung, diese 40 Tage Auskundschaften. Right. So, it's also mentioned. no, I'm just going to bring a big thought in to finish this one off, right? Und ich möchte noch einen großen Gedanken mit einfügen, um das zum Abschluss zu bringen. Okay, so ancient Israel typifies modern Israel at the end of the world, right? Das antike Israel schattet das moderne Israel hier am Ende der Welt da Right? voraus. So ancient Israel came out of Egypt, then where did they go into? Das antike Israel kam aus Ägypten und wo sind sie dann hingegangen? Okay. Okay, when they came out of Egypt, where was he taking them to? Where was this? Was this rebellion at the beginning of their wilderness experience? Als er sie aus Ägypten gebracht hat, wo hat er sie hingebracht? War diese Rebellion am Anfang ihrer Erfahrung? Yeah, yes, it was. It was right at the beginning of the 40 years. Doch, es war sehr wohl. Es war relativ am Anfang der 40 Jahre. There's no need for them to go into the wilderness for 40 years. All they had to do was go in and take the land, right? Es war gar keine Notwendigkeit, dass sie da 40 Jahre in dieser Wüste sein würden. Sie hätten einfach direkt das Land in Besitz nehmen können. Okay? But as it happens, it was at the end of the 40 years that they went into the land, right? Aber wie es dann tatsächlich passierte, ist, dass sie erst am Ende der 40 Jahre das Land in Besitz nehmen konnten. So when you come to the end of the 40 years, what was paralleling the 12 spies? Also wenn du am Ende der 40 Jahre ankommst, was ist da für eine Parallele zu sehen in Bezug auf die 12 Spione? Yeah, okay, so what was it? Rebel. A rebellion, right? Da gab es dann die Rebellion bei Baal Peor. So you have this 40 days, 40 years, and at the end of it, there's this rebellion takes place, right? Die 40 Tage und die 40 Jahre und am Ende davon jeweils findet eine Rebellion statt. And it's both marking the point where they then go into the land, right? Und beides markiert dann diesen Punkt, wo sie letztendlich ins Land eintreten. Okay, so, but coming back to the thought now, ancient Israel, when they went into the land, right? Das antike Israel, als sie ins Land kamen, What happened to them was ist mit ihnen passiert? later on in their history? Später in ihrer Geschichte. They apostatized, right? And they went back
into captivity, right? Sie sind abgefallen und sind wieder in die Gefangenschaft geführt worden. Right, so this little illustration right here is teaching us, right, that you go into the land, apostasy takes place, you go back into captivity. Also diese Darstellung zeigt uns, dass du in das Land eintrittst, ein Abfall findet statt und du trittst in das Land ein, es findet ein Abfall statt und du gehst wieder in die Gefangenschaft. So, the point I want to make, right, when you take the whole seven thunders from 1989 to civil Sunday law, right, Also wenn du jetzt die gesamten 7 Donner nimmst, von 1989 bis zum zivilen Sonntagsgesetz, where's the second birth? wo ist die zweite Geburt? Right where my finger is, right? Genau dort, wo mein Finger ist. And what do you enter into? Wo trittst du dann ein? The land, In das Land. permanently, right? Und zwar für alle Ewigkeit. So what I want to see is in this illustration, it's showing us that prior to the second birth, when you go into the land, you have an anointing, the first birth, you go into the land, right? Also bevor du dort das zweite Mal ins Land kommst, für alle Ewigkeit, hast du hier eine Salbung, wo du ins Land gehst. So you get a taste of the land, right? Du kriegst sozusagen einen Vorgeschmack des Landes. Right? And what did they bring back? And that food. What do you mean? Fruit. Grapes. Oh, fruit. They brought back a big bunch of grapes, right? They were so big, Also sie haben dann diese großen Weinreben mitgebracht. right? So they got a little taste of it, right? Sie haben einen kleinen Vorgeschmack von dem Land bekommen. But it's telling us that there's going to be a rebellion, right? And you're going to have to go back into captivity to have your second birth to enter into the land. Das sagt uns, right? dass dann hier bei einer Rebellion stattfinden wird, wo du dann letztendlich in die Gefangenschaft wieder zurückgeführt wirst und am Ende davon wirst du dann wieder ins Land kommen. Right. Now, I tried to cram in a whole bunch of thoughts there in a short period of time, just to, or should I say, if you understand the stories, it's easy to follow, right? Und wenn du die Geschichten verstehst, dann ist es, denke ich mal, nicht so allzu schwer, dem zu folgen. The point I'm trying to make is that all the stories of the Bible are speaking about this experience at the end of the world. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass alle Geschichten der Bibel sprechen über diese Erfahrung hier am Ende der Welt. And right here you have a movement, right, that has to go into the experience this, right, and then get taken back into captivity. So when it gets here and has this anointing, right, now it's had the whole experience, right? Also wenn wir uns die Bewegung anschauen, sie waren hier im Land in einem kleinen Vorgeschmack und sie sind zurück in die Gefangenschaft geführt worden und wenn man dann hier hinkommt, hat man diese Erfahrung durchlebt und kann ins Land eintreten. So when this movement, everybody's been purged out, and we get to the civil Sunday law. Wenn man also in dieser Bewegung jetzt hier ankommt, wo jeder ausgereinigt worden ist, am zivilen Sonntagsgesetz, It's typifying the second birth, right? das schattet dann die zweite Geburt voraus. And lots of people are going to come in here and join, right? Und viele Leute werden dann neu hereinkommen und sich dieser Bewegung anschließen. And receive the first birth, receive a taste of the land, right? Und dann hier diese erste Geburt erhalten, einen Vorgeschmack des Landes bekommen. But we know right here there's going to be a rebellion. Aber wir wissen, dass dann hier eine Rebellion wieder You stattfinden go wird. back into captivity, right? Du gehst zurück in die Gefangenschaft, Till they have their second birth. bis du dann die zweite Geburt erhältst. But when we get here, the people that have the second birth here, they're in that land, they're already the church triumphant. They're the church in heaven on earth, right? If you want to say that. Also wenn du aber hierhin kommst, ist das ja dann die zweite Geburt für sie. Und dort sind sie dann mittlerweile die triumphierende Gemeinde. Sie sind die Gemeinde des Himmels auf Erden. But for the world, that's now their first taste of the land, right? Aber für die Welt hingegen ist das dann hier dieser erste Geschmack des Landes. But the people that's gone through this experience, they take them through like Christ walked the disciples through step by step the plan of salvation till he says, it is finished, right? Aber hier diese Überwinder hier, die nehmen dann die Weltmenschen hier Schritt für Schritt hindurch, so wie Christus letztendlich seine Jünger hier Schritt für Schritt hindurchgeführt hat, bis sie dann ihre zweite Geburt am Ende haben. Right? Richtig? Okay, so the point that I'm making is that we must
when we're taking these stories, right, and we are taking them down and we're throwing them underneath like this, that's where it gets confusing, right? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wenn wir diese ganzen Linien hier nehmen, die ganzen Geschichten und sie dann schneiden und untereinander legen, da kann es dann zur Verwirrung kommen. So, because although we can parallel the points and show that there's similar things happening there, it's different groups and different events almost at some of these points, right? Deswegen, wir müssen verstehen, dass auch wenn wir diese Sachen parallel setzen können und diese Prinzipien sehen können, sind es trotzdem dann unterschiedliche Gruppen und zum Teil auch unterschiedliche Ereignisse, die dann parallel stehen. So, you must look at it in this context to see which group it's referring to and what is their experience at that point. Right? Deswegen, wir müssen es auch in diesem Kontext hier dann betrachten, auf welche Gruppe es sich jeweils bezieht und welche Erfahrung da gerade durchlebt wird. Right? And we must bring all the evidence together in order to see what is something is represented. Und wir müssen all die Beweise zusammenbringen, um dann verstehen zu können, was es eigentlich alles darstellt. Okay, so so much to think about. We've got to really dig deep into these stories and bring them together in order to understand some of these things correctly. Das sind wirklich viele Dinge, die wir dann tief graben müssen, um diese Sachen wirklich richtig zusammenzubringen. Right? But is a little bit. Margaret, you want to point? No, he wants to know. No. Peter. We'll do it this evening or. Oh, yes. Sorry, I forgot to do that. I hope it's a little bit clearer now than it was yesterday morning. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen deutlicher wurde als gestern Morgen. Right? So this little time of peace, right? There's something really profound about it, but only way we're going to understand it correctly is bringing everything together, line upon line. Then you're going to understand the experience that you'll have in this time period. Right? Diese kleine Zeit des Friedens, da müssen wir wirklich alles Linie auf Linie zusammenbringen, dann können wir wirklich verstehen, was in dieser kleinen Zeit des Friedens alles vorgehen wird. Right? Richtig? Okay, let's close with. Dear Heavenly Father, thank you for the study, Lieber himmlischer Vater, danke für das Studium. and please help us today with our duties that we can honor you with our works. Bitte hilf uns heute mit unseren Pflichten, dass wir dich mit unseren Arbeiten auch in Ehren halten können. And please bless also our brethren and sisters. Und bitte segne auch unsere Geschwister. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.